Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem TGP Motorracing Kanal. Heute haben wir wieder ein Unboxing von einem Helm und zwar von einem NRK GP AirTag Race in der Alonso Lopez Replika aus Indonesien 2023. Auf jeden Fall langer Name. Muss auch schauen, dass ich mich jetzt hier nicht verspreche. Wir haben hier die Alonso Lopez Replika. Alonso Lopez ist ein Fahrer aus der Moto2. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich nach dem Intro. Dann öffnen wir hier die Box und schauen zusammen rein. So, dann öffne ich mal die Box, beziehungsweise wir schauen uns wie immer erstmal ganz kurz die Box an. Relativ unspektakulär, einfach schwarz, hier ein paar Mal deren Logo drauf. Hier auf der Seite steht noch der Helm, beziehungsweise was auch drin ist. Ja, wie zum Beispiel hier Pinlock, Smoky Visor haben wir drin, also ein dunkles Visier. Genau. So, ich mache euch mal die Box auf, so wie es bei euch dann zu Hause ankommt. So. Dann öffnen wir das Ganze mal. Sieht man noch nicht viel. NRK hat hier tatsächlich so einen Karton hier, der nochmal gepolstert ist, beziehungsweise dem hier so irgendwas draufgeklebt, dass es nochmal ein bisschen gepolstert ist. Auch auf jeden Fall nicht schlecht. Die haben leider keine richtige Tasche dabei. So, ich nehme den Helm jetzt hier mal raus. Oh, ich drücke mal kurz auf die Seite. Dann zeige ich euch noch ganz kurz, was im Helm noch dabei ist. Einmal haben wir hier die Tear-Offs, das heißt die Abreißvisiere. Sind 5 Stück dabei. Und auch mitgeliefert wird hier das Pinlock 120 Visier. Genau, die zwei Sachen sind im Prinzip dann beim Helm dabei. Und das war's auch schon. So, die Box ist leer. Das heißt, die zwei legen wir da vorne hin. Genau, das mache ich zu. Dann kommen wir zum Herzstück vom Video. Das ist hier zweimal eingepackt. Ziehe ich erstmal einmal raus. So, dann gibt es natürlich wie bei jedem Helmhersteller so ein Säckchen mit dazu. So. Ziehe ich jetzt den Helm mal hier kurz runter. Oh, vorne ist leichter. So, dann ist er nochmal verpackt. Und hier auch beim Spoiler gibt es ja auch nochmal so einen Schutz. Sehe ich auch eigentlich sehr, sehr selten bei den Herstellern. Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Und zwar haben wir aktuell eine Aktion im 209 Shop. Es gibt hier diese Box von Toprak Rascatullo und Michael Vandenberg signiert. Unter allen Bestellungen, die bis zum 15.12. reinkommen, wird diese Box inklusive dem Hoodie hier verlost. Ich packe euch auf jeden Fall den Link in die Beschreibung, falls ihr mitmachen wollt. Viel Glück und ich würde sagen, wir machen gleich weiter mit dem Video. So, ich würde sagen, ich ziehe die Folie ab und dann könnt ihr einfach mal den Helm in allen Richtungen kurz anschauen. So. So. Also vom Fahrer Alonso Lopez hier die Replika aus Indonesien. 2023 war das Ganze. Die 2024er Varianten kommen jetzt erst raus. Ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Ist natürlich ein spezielles Design, das muss man mögen. Ihr könnt natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ein Fan von sowas ein bisschen bunterem seid oder lieber sagt, ah nee, bei mir ist einfach nur schwarz oder nur Carbon oder nur weiß, also ein bisschen schlichter. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, welcher Typ ihr seid. Und was ich jetzt hier gerade noch bemerkt habe, ist, dass hier noch was drin ist im Helm. Und zwar einmal, ja, ich glaube, dass es fürs Kinn ist, dass man das hier unten so reinklipsen kann. Dass man hier für ein Kinn noch mal so ein bisschen was Weicheres hat. Glaube ich zumindest. Ihr könnt natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht wisst, für was es ist. Könnte aber auch hier so eine Maske sein. Ne, Spaß. Also wenn ihr wisst, was es ist, schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Und dann haben wir hier einmal noch so ein, ich glaube, das ist so eine Art Leitblech, das hier unten auch beim Kinn reinkommt, damit hier noch mal ein bisschen mehr Luft rankommt. Ja, und noch die Bedienungsanleitung. Die kleinen Zubehörsachen waren hier im Helm drin. Dann kommen wir zum Material und zum Gewicht hier vom Helm. Ich muss das Ganze jetzt mal ablesen, weil das ist ein bisschen komplizierter. Und zwar ist es eine AFRC, das bedeutet Advanced Fiberglass Reinforced Composite Verbundschale. Also besteht im Prinzip aus Glasfaser. Und die Matrix ist in der Regel ein Polymer, zum Beispiel Epoxidharz. Der Link zum Helm ist auf jeden Fall mal in die Beschreibung, da könnt ihr auf jeden Fall zu dieser Schale hier noch mal ein bisschen näher lesen. Genau, ein bisschen komplizierter Name. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob es bei irgendeinem anderen Helmhersteller dieses Verbundschalensystem nochmal so gibt. Also bei Suomi gibt es ja diese Tree Fiber Verbundschale, genau, aber dieses Advanced Fiberglass Composite Reinforced, irgendwie sowas. Ich weiß es gar nicht mehr. AFRC oder so. Genau, weiß ich auf jeden Fall nicht, ob es das irgendwo anders gibt. Ja, NRK, wie schon erwähnt, ist aus Indonesien. Aktuell gibt es gar keinen in Europa, der diese Helme vertreibt, außer wir tatsächlich. Wir sind auch nur darauf aufmerksam geworden, weil
NHK natürlich in der Superbike und auch in der Moto2-Klasse unterwegs ist, beziehungsweise auch ein paar Moto3-Fahrer fahren hier die Helme. Also Alonso Lopez zum Beispiel, Bo Ben Snyder, Remy Gardner hatte mal NHK-Helm, Joe Roston, Ivan Ortola zum Beispiel, die fahren alle NHK. Wir haben die ganzen Replika-Helme alle bei uns auf der Seite drin. Also es gibt von NHK so viele Varianten hier für diesen Helm, so viele Designs, da wird ihr auf jeden Fall fündig. Deswegen, der Link ist auf jeden Fall auch einfach mal in der Beschreibung. Da könnt ihr euch gerne mal ein bisschen durchscrollen. Genau, hier haben wir jetzt aber auf jeden Fall die Indonesia-Replika von Alonso Lopez. Das Ganze hier wiegt 1800 Gramm in der Größe L. Also ist einer der größten Schalen. Es gibt hier 5 Helmschalen für den Helm. Genau, 1800, weil er auch FIM zugelassen ist. Die ganzen FIM zugelassenen Helme sind immer einen Ticken schwerer. Es wird Mitte des Jahres von NHK ein neuer Helm kommen. Die nennen das MotoGP-Helm. Wir wissen selber noch nicht, wie er ausschaut, aber der wird, glaube ich, noch mal einen Ticken leichter. Vielleicht auch eine Carbonschale dann. Wir wissen es noch nicht. Wir wissen auch gar nicht, wie er ausschaut oder irgendwas. Wir wissen tatsächlich noch keine Details, deswegen ja, sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall noch die aktuelle FIM-Variante, die eben auch in den Moto2-Klassen gefahren wird. Dann, es ist einer der günstigsten FIM-Helme, die es gibt. Der Helm hier kostet 469 € in den Replika-Varianten, in der weißen Variante, glaube ich, 3,99 €, für einen FIM zugelassenen Helm. Also das ist ganz, ganz wichtig. FIM zugelassen deswegen, dass man ihn eben auch in den offiziellen Meisterschaften fahren darf. Das ist nochmal ein bisschen abgeändert eben zu dieser ECE 2206er Zulassung. Die FIM ist eben nochmal eins drüber, da werden nochmal andere Sachen getestet, eben die speziell auch für den Rennbereich wichtig sind. Genau, deswegen, also FIM zugelassener Helm hier für 469, da muss ich sagen, wirklich preislich top. Dann kommen wir zu den Features hier, die der Helm hat. Es gibt einmal hier so eine Visierverriegelung. Das heißt, man kann den Hebel hier nach drüben schieben. So, dann ist das Visier verriegelt. Man kann es nicht mehr öffnen und dann kann man den Schalter wieder zurück machen und dann geht das Visier auf. Also es ist so eine Art Locksystem. Das Visier ist komplett frei einstellbar. Also das bleibt auf allen Varianten stehen. Das heißt, es ist nicht irgendwie stufenrastbar, sondern so wie ihr es einstellt, passt es auch. Also es ist komplett frei bewegbar. Das ist natürlich auch sehr, sehr cool. Dann könnt ihr es auch, wie ihr gerade gehört habt, so nach oben schieben, dann ist es eingerastet und einfach wieder runterschieben. Genau, aber sonst ist es hier alles stufenlos. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Dann gibt es hier vorne einmal für den Kinnbereich die Lüftung. Und ich fahre den NHK-Helm selber auch auf der Rennstrecke. Und ich muss sagen, selten einen Helm gehabt, wo so viel Luft reinkommt. Also hier kriegt man wirklich sehr, sehr gut Luft. Auch gerade in Mugello, wenn du im August fährst, ist es zu 35 Grad, ist es richtig cool, wenn du hier schön Luft kriegst. Also das habe ich wirklich lieben gelernt hier an dem Helm. Dann hier oben für die Stirn haben wir noch was zum Öffnen. Einmal hier der Bereich und einmal hier für den oberen Kopfbereich. Hier die 2 Schalter, die man hier einmal betätigen kann und auch hier auf der anderen Seite einmal eben geöffnet und geschlossen. Dann zeige ich euch von hinten hier nochmal den Spoiler. Genau, dann, wie ich eben gerade schon erwähnt habe, ist hier der Helm FIM zugelassen. Das erkennt ihr auch immer, wenn hier dieses Label drin ist. Ich zeige euch das mal ein bisschen näher. Genau, also dieses silberne Logo muss er drin haben, damit der FIM zugelassen ist. Es gibt einige Rennstrecken in Frankreich, die es mittlerweile sogar schon kontrollieren, ob ihr einen FIM-Helm habt. Kann sein, dass es in Zukunft jetzt öfters kommen wird, dass auch andere Rennstrecken eben einen FIM-Helm verlangen. Genau, dann ganz normales Pull-System, eben ein Pull-Off-System, wo ihr die Außenschale von der Innenschale trennen könnt. Das ist eigentlich ja für jeden Racing-Helm standardmäßig. Und natürlich auch der Doppel-D-Ringverschluss. Sonst muss ich wirklich sagen, fühlt es sich vom Material sehr, sehr angenehm an. Auch gerade hier diese Innenpolster hier und auch hier bei den Backen, das ist total weich. Wenn ihr den gerne mal probieren wollt, könnt ihr natürlich auch gerne mal vorbeikommen. Wir haben den hier eigentlich in allen möglichen Größen da. Dann könnt ihr den mal probieren. Wirklich sehr, sehr angenehmes Material. Und was ich auch bei meinem Helm schon bemerkt habe, man hat hier für den Kinnbereich auch nochmal so was Weiches. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das kann man nämlich auch rausnehmen. Einen Moment. Ich nehme das mal kurz raus, damit ihr das mal seht. So, das wäre das hier einmal. Es kann sein natürlich, dass man das dann durch das, was wir vorher gesehen haben, austauschen kann. Das habe ich tatsächlich aber noch nie probiert. Genau, aber man kann das jetzt hier wieder reinklipsen und es liegt dann hier unten auf und es fühlt sich richtig schön an, weil es auch extrem weich ist. Ja, das heißt, man kriegt hier auch unten nichts irgendwie den Helm rein, ist eh selten der Fall. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall ein cooles Teil und ich habe es drin. Wenn ihr es nicht braucht, könnt ihr es natürlich auch auf jeden Fall rausmachen. Kommen wir zur Anprobe vom Helm. Ich ziehe den Helm jetzt für euch einmal auf, drehe mich mal 360 Grad, damit ihr den auch mal von allen Seiten gesehen habt. So, einen Moment. Ja, das ist jetzt hier Größe L. Ihr seht, ist mir viel zu groß. Aber
Ich trage normalerweise auch Größe S, deswegen ja, kein Wunder gerade. So, ich mache den Helm auf jeden Fall mal zu, auch wenn er jetzt hier zu groß ist. Und drehe mich dann auch gleich mal. Ich hoffe, ihr könnt mich noch verstehen. Ich hoffe nicht, dass das Mikrofon irgendwo blockiert. Also seht ihr den mal hier von der einen Seite. So sieht der von hinten aus. Und so von der anderen Seite. Ich kenne ja meinen NHK-Helm schon, den ich hier selber fahre auf der Rennstrecke. Der ist wirklich sehr, sehr angenehm zum Tragen. Hier kann ich jetzt natürlich gerade kein Urteil geben, weil der einfach viel zu locker ist. Aber sonst, wie gesagt, die anderen Varianten, die ich ja schon kenne, trägt sich super. Auch das Sichtfeld ist sehr gut. Also auf der Rennstrecke bin ich ja selber schon gefahren. Wenn ihr da mal so ein Test-Review haben wollt, wie ich den zum Beispiel auf der Rennstrecke fahre, positive und negative Eigenschaften, die mir auf der Rennstrecke eben einfallen, egal ob zu NHK oder auch zu einem anderen Helm, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann kann ich das vielleicht gerne mal probieren. Genau, sonst war es das ja auch schon mit dem Video. Ihr bekommt jetzt noch coole Cinematic-Clips, gleich hier im Anhang. Sonst, falls ihr irgendwelche Fragen habt zu NHK oder generell zu Helmen, könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie euch der Helm hier gefällt. Schreibt es gerne in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Just call my name. Tell me you're never leaving. Won't you stay?